Servus zusammen, hier auf Kuma Tactical zu einer neuen Folge von Spotlight und wir stellen euch heute vor die neue Optikmarke Sei. Wir haben hier heute die Sei 1- bis 6-fach Optik für euch. Wer ist die Optikmarke Sei? Ist die neu? Wo kommt die her? Ja, kann man sagen. Habt ihr schon mal von Elkan gehört? Selbe Firma im Endeffekt. Das ist Armament Technologies, die vermarkten unter anderem Elkan, Tenebrex, Xoptec und Tangent Zeta Optiken. Also die sind eigentlich im Optikmarkt eine der größten und marktführenden Firmen, gerade im Behördenmarkt. Gerade Elkan ist weltweit im Einsatz und ist eine sehr, sehr gute und sehr robuste Optik. Jetzt hat man immer gehört, ja, die Elkan sind schweineteuer. Die Tangent Zeta, also die großen High-Power-Ziffernrohre, die sind noch viel teurer. Warum habt ihr denn nichts irgendwie im normalpreisigen Bereich? Und jetzt haben sie eben eine neue Marke rausgebracht, das ist eben Sei. Und dies soll eben im eher einsteigerfreundlichen Preissegment sein. Jetzt werden wieder einige Leute sagen, ja, 1400, 1500 Euro, 1600 Euro, je nachdem. Die sind doch nicht einsteigerfreundlich. Wenn man eine gescheite Optik will, also eine, wo nicht mehr viel Luft nach oben ist, dann ist das eine gute Einsteigeroptik. Weil weiter nach oben kauft man nur noch wirklich Luxusfeatures. In dem Bereich kauft man wirklich also Low-Power-Optiken, die wirklich in einem sehr, sehr guten Leistungsbereich sind. Kommen wir ein bisschen zu den Key-Features. Was kriege ich für mein Geld? Das ist nämlich schon das Geile, die Optik kommt mit sehr viel Ausstattung. Wir haben einen abnehmbaren Killflash. Wir haben die Tenebrex vorne und hinten, ist klar, selbe Firma, also schmeißen Sie sie mit ins Paket. Und wir haben die gekapselten und gesicherten Verstelltürme. Also sprich, wenn ich den Verstellturm hier abschraube, um unten drunter die Verstellung vorzunehmen, kann ich den nicht verlieren, weil der Gummi da eben oben drüber sitzt. Das Schöne bei Tenebrex ist, dass die eben hier auf diese Schnittstellen aufgesetzt werden, die man als normales Zubehör erst dazu kaufen muss. Bei den ganzen Tangent Zeta und Sei-Optiken aber standardmäßig schon ins Glas integriert sind. Deswegen die Flip-Up-Cover, die kann man hier einfach draufklicken, kann die schnell rauf und runter nehmen und das finde ich eine ziemlich geile, unproblematische Lösung. Schön ist auch, dass man die Kappen oben sichern kann, also sprich, wenn man mit dem schießt, wabbeln die nicht so dermaßen stark rum. Finde ich auch ebenfalls eine sehr schöne Lösung. Das ganze Ziefernrohr kommt hier in diesen Bronze FDE Color, schaut aus meiner Sicht sehr sexy aus, gefällt mir optisch sehr gut. Die Verstellung von der Vergrößerung ist schön leichtgängig. Die Vergrößerung von der Helligkeit ist auch in 9 Stufen unterteilt und wir haben Abschaltpunkte zwischen den Stufen. Also immer aus, 1, aus, 2, aus, 3 und so weiter. Das Ganze ist hier montiert in einer Aerotech-Montage. Jetzt werden einige Leute sagen, aber Micha, du sagst doch immer, eine Blockmontage so auf der A15 anzubringen, ist dämlich. Grundsätzlich ja, war aber halt das, was wir da haben. Und es ist eine LMT, durchgängige Rail, Vorderschaft und Receiver sind ein Bauteil, scheißegal. Da ist es wie bei einem Repetierer. Da kann man montieren, was man will. Ansonsten auf einer AR15 nur richtige AR15-Montagen verwenden. Aber kommen wir zurück zum Thema. Das Sei ist ein richtig, richtig gutes Zielfernrohr für das Geld. Interessant ist eben, dass wir hier ähnlich wie bei anderen Optiken, zum Beispiel beim EOTech Voodoo, die Vergrößerung bzw. das Absehen haben wir in der ersten Bildebene. Dadurch vergrößert sich das Absehen mit, je nach der Zoomstufe. So haben wir eben auf der hohen Vergrößerung ein BDC-Absehen für weite Schüsse, wo wir eben ballistisch eben auch den Schuss einschätzen können. Und auf der niedrigen Vergrößerung haben wir ein intuitives Visier für schnelle Schüsse, zum Beispiel auf Drückjagd, beim Combat-Schießen oder für den militärischen Einsatz, für die eben gedacht sind. Wie schafft es jetzt eben hier Armament Technology, die Optik mit sehr vielen guten Features und einer sehr hohen Qualität eben auf den Markt zu bringen, ohne dass sie den Preis der normalen Optiken haben? Ist relativ simpel. Sie fertigen es ja diesmal nicht selber, sondern entwickeln die ganzen in Kanada, aber die Fertigung findet tatsächlich in Japan statt. Jetzt sagen wieder viele, irgendwas in Asien und was. Ja, Japan ist aber einer der größten und wichtigsten Optikhersteller und ich sage mal so, 1/3 der Optikhersteller auf dem Markt lassen in Japan fertigen. Größtenteils von Kamakura, einer Tochterfirma von Nikon, also das ist bei Weitem keine schlechte Qualität. Das ist sehr hochwertige Qualität, aber die haben halt so eine gigantische Produktion mit so einer hohen Möglichkeit der Auslastung, dass die einfach sehr günstig produzieren können, gerade wenn man große Stückzahlen abnimmt. Bekommt ihr die neuen Sei-Optiken bei uns im Shop unter gantenauto.de. Es werden auch noch mehr Modelle rauskommen. Bis jetzt gibt es nur das 1- bis 6-fach. Das ist auch das, was eben Armament Technology überhaupt noch nicht im Sortiment hat, in keiner Gewichtsklasse. Deswegen
Freut euch erstmal auf das Visier, es werden noch weitere folgen. Das war's soweit. Bis zum nächsten Mal.